Pfeif auf Motivation, auf Willenskraft und du musst halt einfach nur an alles denken. Wir brauchen vor allem eins: Dinge, die unsere exekutiven Funktionen schonen. Und darum teile ich heute meine Must-Haves für den Alltag, die meinen Alltag erleichtern. Und zwar kann ich die grob in folgende Kategorien aufteilen: Gedächtnis und Nerven schonen, Ablenkungen minimieren, Energie achten, Stichwort Energiekonto, wer mich kennt. Und dann habe ich noch so eine Bonuskategorie: in den Arbeitsmodus kommen am Schluss. Wichtig hier, nicht alles funktioniert für alle, leider, aber vielleicht inspiriert dich ja das eine oder andere zumindest mal. Okay, erste Kategorie: Gedächtnis und Nerven schonen. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich nur eine Tasche haben darf, mit allem drin, was für mich überlebenswichtig ist. Das heißt, ich habe seit ein paar Jahren immer einen Rucksack und dieser Rucksack muss unterteilt sein in Fächer und ich habe jetzt an meinem neuesten einen Bändel dran, wo ich meinen Schlüssel befestigen kann und ich habe auch noch einen Schlüsselfinder daran installiert, weil wir wissen ja, dass ich gerne mal einen Schlüssel nicht mehr finde und mit diesem Schlüsselfinder kann ich genialerweise auch mein Handy finden, wenn ich mal wieder das Gefühl habe, dass ein schwarzes Loch dieses verschluckt hat. Eine Freundin und ich nennen es Handypanik und jetzt kann ich es einfach so verfolgen. Und ich habe im Flur einen Ort, wo der Krimskrams hinkommt, den ich eben nicht immer in der Tasche habe. Sprich Autoschlüssel oder auch Schlüssel von anderen Personen oder sonstige Kleinigkeiten, die sonst meine Tasche einfach noch chaotischer machen, als sie eh schon ist. Dann, was ich sehr unterschätzt habe jahrelang, ist, dass man eigentlich in jedem Zimmer von allem was deponieren kann, was man immer wieder braucht. Vielleicht lacht ihr jetzt ja, aber das sind für mich so einfache Sachen wie: Ich habe überall Ladekabel. Ich habe in all meinen Schränken Hand- und Fußcreme, weil wenn ich es den ganzen Tag nicht geschafft habe, dann schaffe ich es wenigstens, wenn ich im Bett sitze, noch meine Hände und Füße einzucremen. Und ich habe eine Zahnbürste in beiden Badezimmern. Ja, Luxuskind, wir haben 2 Badezimmer. Das war einfach Glück. Ich weiß, es geht ins Geld manchmal, aber ich finde es ehrlich sehr wertvoll, auf diese Dinge vielleicht auch ein bisschen zu sparen, weil mir erspart das so viel Mühe. Und ich habe ganz lange mit einer sogenannten Floored Robe, einer Bodengarderobe zu Deutsch gelebt. Und jetzt habe ich einfach einen Wäschekorb mit Schmutzwäsche. Ich habe einen Korb mit sauberer Wäsche und einen mit, habe ich schon mal getragen, aber kann ich vielleicht nochmals anziehen. So. Und das sieht vielleicht jetzt nicht so schön aus, zugegeben, aber es hilft mir einfach, nicht irgendwo dann am Schluss einen Haufen Klamotten zu haben und ich gar nicht mehr verstehe, was ich jetzt eigentlich noch tragen kann und was nicht. Ja, ich weiß, Schubladen existieren, benutze ich manchmal auch, aber es funktioniert einfach nicht auf diese Weise, auf die Länge. Was mir auch sehr dazu verholfen hat, dass ich tatsächlich häufiger und regelmäßiger ins Training gehe, ist, dass ich mein Fitnesszeug an meine Wohnungstür hänge und wenn ich das Tuch gewaschen habe oder die Schuhe, dann kommt das auch gleich wieder da rein. Also es kommt aus der Tasche in die Wäsche und aus der Wäsche wieder in diese Tasche. Und alles, was ich sonst für einen Task brauche, muss bei mir einfach in der Nähe sein. Katzenklo ausmisten als Beispiel, als leckeres Beispiel. Die Säcke, die Tonne, der Staubsauger, alles ist gleich griffbereit. Ist nicht schön anzusehen vielleicht, aber es ist einfach so viel schöner im Alltag. Und ich vergesse es nicht, wenn ich es sehe. Dann Kategorie Ablenkungen minimieren. Und dabei geht es nicht nur um diese Ablenkungen, die wir uns bewusst sind, sondern auch um die unbewussten. Denn wie oft hast du vielleicht schon dir Zeit genommen für etwas und hast es nicht hinbekommen und dich gefragt, was habe ich denn getan? Ich war ja hier vor dem Computer und ich habe was gemacht. Sehr häufig werden wir so side-getrackt und irgendwie gepiekst von so ganz kleinen Ablenkungen, deren wir nicht bewusst sind. Und für mich eine aber offensichtliche Ablenkung ist Scrollen während der Arbeit. Und da habe ich jetzt die Forest-App bei mir installiert, also nicht sponsored. Die gibt es auch in einer Gratis-Version. Da kannst du die auf dem Handy einschalten und dann wächst ein Baum und wenn du anfängst zu scrollen, dann stirbt der Baum. Also mir macht das Eindruck und darum hilft die mir extrem. Und was mir auch extrem geholfen hat, apropos vor dem Computer sitzen, ist meine Tabs zu sortieren auf meinem Chrome-Browser. Danke, mein Liebster, dass du mir das gezeigt hast. Da kann man auch so Gruppierungen machen und dann verschwinden die auch, wenn man draufklickt. Also ich bin Fan, weil jetzt habe ich nicht mehr 2 Millionen Tabs, sondern nur noch vielleicht so 20 offen, was immer noch viel ist, aber schon viel besser für mich. Dann, weil mein Büro im Schlafzimmer ist, die Freuden einer Solopreneurin, die noch keine Millionen verdient, heißt es, ich muss darauf achten, dass mein Bett gemacht ist, weil ich muss von Schlafen, Träumen in den
Alltag kommen. Und wenn mein Bett durcheinander ist und immer noch irgendwie die Nachttischlampe brennt und, dann fühlt sich das einfach nicht gleich an und es lenkt mich einfach ab irgendwie. Und ich komme nicht in den Modus rein. Und dann muss auch mein Tisch immer möglichst frei sein. Ich mache also jeden Abend noch Clear Desk. Naja, so gut wie möglich. Denn auch ich bin nach wie vor nicht ganz eingerichtet hier. Das wird noch ewig dauern. Aber wenn alles voll geklatscht ist mit Sachen, ich kann noch so was Cooles machen bei mir im Arbeitsalltag. Ich werde niemals die gleiche Konzentration haben. Dann habe ich so eine spezielle Unterkategorie der Ablenkungen. Die sind natürlich komplett unterschiedlich und es kann natürlich ein Autismus-Ding sein, aber auch ein ADHS-Ding, was auch immer. Aber bei mir sind es ganz viele sensorische Dinge, die mich ablenken können und mir die Energie klauen können. Und zwar habe ich da wirklich ganz viele Dinge mit zugelegt die letzten Monate. Ich habe Loops, also solche Ohrstöpsel, um zu schlafen damit. Ich habe Loops für, wenn ich irgendwie unter Leute gehe, damit ich mich besser auf die Gespräche konzentrieren kann. Ich ziehe die auch an, wenn ich einfach die Geräusche ein bisschen herausfiltern möchte, aber nicht mich komplett abschirmen möchte. Ich habe eine Gewichtsdecke, mit der ich schlafe, weil sie mich einfach ruhiger macht, meinen Schlaf besser macht. Ich habe mein Handy aus dem Zimmer verbannt, weil irgendwie spüre ich diese Anwesenheit, keine Ahnung, das klingt jetzt wieder so wuhu. Dann muss ich wirklich Licht abdunkeln, respektive ich habe jetzt eine Schlafbrille, weil ich einfach nicht pennen kann, wenn nur die kleinste Lichtquelle in mein Auge reinströmt. Dann brauche ich wirklich auch bequeme Kleidung, weil sobald mich irgendwas kratzt oder irgendwas zu eng ist oder irgendwo mein Bauch rüberhängt, dann kann ich mich einfach nicht konzentrieren und ich fühle mich nicht gut. Und früher habe ich mich immer total an diese Dinge versucht zu gewöhnen, aber heute muss ich sagen, nein, müssen wir nicht. Dann habe ich mir ganz viele Fidget- und Stim-Tools zugetan. Also jetzt habe ich gerade keins hier. Vielleicht das hier. Machen wir ein bisschen ASMR. Das ist ein Stern, mit dem ich rumspielen kann. Ich habe noch ganz so Quetschbälle und so. Einfach, um auch mir ein gutes Gefühl zu geben zwischendurch, in den Pausen zum Beispiel oder wenn ich mich auf was konzentrieren muss. Bevor es zum Bonusteil kommt, wenn du ein ehrgeiziges, buntes Brain bist, endlich aus deiner ADHS-Paralyse aussteigen und dir einen Arbeitsalltag erschaffen willst, der nichts sagt und du dir deine Zeit, Energie und Freude ins Leben zurückholen willst, dann schreib mir eine Mail, eine WhatsApp-Nachricht oder buche ein kostenloses Gespräch mit mir. Du findest alle Links unten in der Beschreibung. Und falls du dir gerade kein Coaching, Gruppenprogramm oder so leisten kannst, aber du dennoch Support und Austausch brauchst, dann schau auf meiner bunten Brains Unite Community vorbei, wo du zu einem sehr, sehr fairen Preis Unterstützung und Support findest und auch da deine Ziele erreichen kannst. Auch das findest du unten. Okay, nun zum Bonuspunkt. Und zwar, wie ich in den Arbeitsmodus komme, wie ich produktiv werde, aber auf eine gesunde Art, ohne mich zu peitschen. Auch wenn mein Hirn mir was anderes sagt. Wenn ich produktiv sein will an einem Arbeitstag, dann muss ich mir was anderes anziehen. Ich würde so gern im Pyjama arbeiten, habe ich auch schon versucht, ist super bequem, aber es geht einfach nicht. Das heißt, die Kleidung darf und muss sogar gleich bequem sein, aber dieser Wechsel der Kleidung signalisiert mir, nun gehst du vom Schlaf in den Wachzustand, in den produktiven Zustand und da ich meine Kleidung ja in meiner Kiste vor dem Bett habe, ist auch das Anziehen nicht mehr so eine Hürde. Und wenn ich genügend Energie habe, dann schminke ich mich auch und mache mich ein bisschen zurecht. Natürlich gehört auch noch meine Routine dazu, die Katzen füttern, mit den Katzen spielen und Kaffee trinken etc. Aber erst wenn ich angezogen bin. Halte ich mich immer daran? Nein, natürlich nicht. Aber ich kann es einfach empfehlen, falls du Homeoffice machst oder selbstständig bist und irgendwie nicht so in die Gänge kommst. Achte mal darauf, ob dir so ein Wechsel, ein Szenenwechsel, Kleiderwechsel vielleicht hilft, wenn du es bisher nicht getan hast. Ja, hat euch das inspiriert? Wenn ja, mache ich gerne weitere solche Listen, vielleicht einfach auch nach Bereichen noch. Zum Beispiel auch wirklich für den Arbeitsalltag selbst. Was würde dich interessieren? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Und schau dir gerne nochmals mein Angebot an unten und like und abonniere auch, wenn dir das gefällt, was ich mache. Was auch immer du machst. Schön hast du reingeschaut. Bis zum nächsten Mal.